Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz, zu Beginn des Wintersemesters wende ich mich heute an Sie, um Ihnen die Überlegungen und Entscheidungen des Präsidiums angesichts der Energiekrise mitzuteilen und zu erläutern. Wir sind dazu im Austausch mit dem Senat, den DekanInnen und der Personalvertretung der JGU. Das Wichtigste zuerst. Wir planen ein Semester in Präsenz und werden die Universität nicht schließen, um Geld für Heizung oder Strom zu sparen. Einen solchen Schritt lehnen wir schon aus sozialen Gründen ab, denn wir wollen die hohen Energiekosten weder bei unseren Studierenden noch bei unseren Mitarbeitenden abladen. Auch wollen wir den Studierenden und den Lehrenden, wenn irgend möglich, ein weiteres Semester mit ausschließlich digitaler Lehre ersparen. Es zeigt sich darüber hinaus, dass der finanzielle Einspareffekt einer temporären Schließung vergleichsweise gering ausfällt und die mit der Energiekrise einhergehenden Belastungen unseres Haushalts nicht spürbar beseitigen würde. Unsere Universität betreibt bereits seit 2010 ein systematisches Energiemanagement in den Bereichen Heizung, Lüftung und Beleuchtung. Auf diese Weise wurde beispielsweise der Wärmeverbrauch unserer Liegenschaften seit 2011 um rund 22% gesenkt und der Stromverbrauch konnte weitgehend konstant gehalten werden, trotz der Inbetriebnahme neuer Gebäude und unserer beiden Hochleistungsrechner Mogon 1 in 2012 und Mogon 2 in 2017. Ein anderes Beispiel betrifft die Beleuchtung der Außenanlagen des Campus, die bereits zu 95%, also fast vollständig, auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgestellt wurde. Die JGU verbraucht pro Jahr ca. 62 Gigawatt Strom und 45 Gigawatt Wärme. Die steigenden Energiepreise führen zu erheblichen finanziellen Belastungen. Aber auch aus ökologischen Gründen ist es sinnvoll und geboten, den Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Das Land hat uns nun aufgefordert, weitere 15% unseres Energieverbrauchs einzusparen. Eine Energiesparverordnung des Bundes macht hierzu konkrete Vorgaben, etwa zu Raumtemperaturen und Warmwasserversorgung. Konkret bedeutet das, die Raumtemperatur wird entsprechend der bundesweiten Vorgaben auf 19 Grad Celsius abgesenkt. Aufgrund ihrer schlechten Energieeffizienz ist der Einsatz von eigenen elektrischen Heizgeräten nicht zulässig. Beschäftigte, die aus gesundheitlichen Gründen eine Raumtemperatur von 19 Grad Celsius nicht ausreichend ist, können sich unter Vorlage eines qualifizierten Attests über ihre Vorgesetzten an die Personalabteilung wenden. Es werden dann individuelle Maßnahmen geprüft und umgesetzt, um für diese Beschäftigten entsprechende Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die dezentrale Warmwasserversorgung mit Durchlauferhitzern an Handwaschbecken wird soweit technisch möglich und gesundheitlich vertretbar abgeschaltet. Der Betrieb von Lüftungsanlagen wird überprüft, optimiert und an die Nutzung angepasst. An Arbeitsplatzrechnern wird die Funktion zum automatischen Hochfahren durch das Zentrum für Datenverarbeitung deaktiviert. Um die Einsparvorgaben zu realisieren, sind darüber hinaus einige Nutzungseinschränkungen auch in Forschung und Lehre erforderlich. So wird der Betrieb von Großverbrauchern wie zum Beispiel des Elektronenbeschleunigers MAMI oder der Mogon Hochleistungsrechner sowie anderer Großgeräte in Abstimmung mit den Fachbereichen begrenzt. Die Bibliothek kürzt die Öffnungszeiten in den Randbereichen mit geringer Nutzung und an den Wochenenden, wobei Sorge getragen ist, dass nur solche Bereiche wochenends geschlossen bleiben, in denen alle Buchbestände ausleihbar sind. Auf diese Weise wollen wir das Energieeinsparziel von 15% erreichen, ohne den Forschungs- und Lehrbetrieb oder die Sicherheit auf dem Campus signifikant zu beeinträchtigen. Diese Maßnahmen werden bei weitem nicht ausreichen, um die finanzielle Mehrbelastung der Universität durch steigende Energiepreise aufzufangen. Jede einzelne leistet aber einen wichtigen Beitrag, um der Energiekrise und dem fortschreitenden Klimawandel zu begegnen. Der Ministerrat hat kürzlich beschlossen, nicht unerhebliche Zusatzmittel in den Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre einzustellen. Wir werden uns im parlamentarischen Verfahren dafür einsetzen, dass diese Mittel auch tatsächlich ungeschmälert zur Verfügung gestellt werden und bei nicht ausreichender Deckung weitere Mittel nachveranschlagt werden. Am Ende liegt es auch an jedem und jeder Einzelnen von uns. Wir können mit unserem individuellen Verhalten dazu beitragen, Energie zu sparen und damit den CO2-Ausstoß zu senken. Geräte im Standby-Modus, in die Jahre gekommene Kühlgeräte oder schlicht gekippte Fenster oder die Beleuchtung nicht genutzter Büros und Labore, hier ist jedes Mitglied unserer Universität gefordert, mitzumachen. Machen Sie das Energiesparen bei der Arbeit zu Ihrer Sache,
Teilen Sie gute Ideen mit den Kolleginnen und tragen Sie auf diese Weise Ihren Teil dazu bei, dass wir als Universität so gut wie möglich durch diese Krise kommen. Wenn alle mitmachen, dann bin ich sicher, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Wintersemester in Präsenz miteinander erleben können. Ich freue mich darauf.